Herzlich willkommen zurück zu den Algorithmen und Datenstrukturen und zwar heute, wie versprochen, mit dem Heap Sort. Der Heap Sort ist ein Sortieralgorithmus, der einen binären Heap benutzt und das hätte man sich jetzt wahrscheinlich denken können. Er braucht eine Laufzeit von O von n log n, das bedeutet bei n Elementen eben n mal Logarithmus n, um das ganze Ding zu sortieren. Und er braucht keinen zusätzlichen Speicherbedarf, auch wenn es so aussieht, man kann das Ding in Place implementieren. Ja, und dann noch eine kleine Anmerkung, er ist nicht stabil und weil das letztes Mal ein bisschen zu kurz gekommen ist, hier eine kurze Ausführung, was das eigentlich genau heißt. Nehmen wir an, wir haben innerhalb unserer Begriffe, die wir sortieren wollen, zwei verschiedene Dinge mit demselben Key, also zum Beispiel 3 Hallo und 3 Tschüss. Ja, und wir wollen nach dieser 3 sortieren. Dann bedeutet stabil, dass 3 Hallo in meinem fertigen Resultat auch als erstes kommt und danach 3 Tschüss, während wenn er nicht stabil ist, was der Heap Sort hier nicht ist, also er ist nicht stabil, wenn er nicht stabil ist, dann bedeutet das 3 Tschüss kann zuerst kommen, aber es kann auch 3 Hallo zuerst kommen. Das heißt im Endeffekt nicht stabil. Kommt dann immer auf den Algorithmus drauf an. So, und wie gesagt, er verwendet natürlich einen binären Heap, das kann man sich wahrscheinlich denken. So. Wenn wir jetzt also als allererstes mal den Heap Sort uns anschauen, wenn wir diese Liste hier oben sortieren wollen, also die ganz oben, das ist unsere Liste, die wir hier sortieren wollen, die haben wir gegeben. Dann bauen wir uns als allererstes einen binären Baum auf und das geht leichter als man vielleicht denkt, das kann man sogar implizit machen. Das heißt, man baut den Baum eigentlich gar nicht auf, sondern man berechnet einfach auf dieser Datenstruktur den Baum und das ist relativ einfach möglich und zwar sagen wir, das ist die Wurzel, deswegen hier 0. Das hier ist unser erstes Kindelement, deswegen da. Das ist unser zweites Kindelement, deswegen da. Und dann fangen wir quasi wieder von links an. Das heißt, die 200 kommt hier runter, die 409 kommt hierher, dann nehmen wir die 53, dann nehmen wir die 838 und so weiter und so fort. Also wir bauen quasi immer von links nach rechts auf. Der erste Bereich hat quasi nur einen Knoten, das nennt sich Wurzel. Dann haben wir 2 Kindknoten, dann haben wir wiederum 2 Kindknoten für die 2 Kindknoten, also 4 Kindknoten oder Kindknoten und dann füllen wir auch wieder von links auf. Allerdings müssen wir natürlich irgendwann aufhören, weil wir nicht genug Elemente haben, um das Ding nochmal voll zu machen. Deswegen haben wir hier immer nur 3 Elemente. So, und ja, das ist eigentlich ein relativ einfach zu berechnendes Ding. Es ist eigentlich nur eine Liste wiederum und man interpretiert sie, wie gesagt, anders. Und wenn wir jetzt den ganzen Heap Sort durchführen wollen, dann müssen wir das Ding erstmal heapifyen, sozusagen. Das heißt, wir haben eine Eigenschaft, die wir erfüllen müssen. Und diese Eigenschaft ist, immer wenn ein Parent-Knoten kleiner ist als sein Kind-Knoten, dann vertauschen wir die beiden. Das bedeutet, wir fangen mal links an und schauen uns das Ganze mal an. Hier die 200 als Parent-Knoten von 81 und 712. Naja, offensichtlich 81 ist nicht größer als 200, das heißt, hier müssen wir nicht tauschen, aber 712 ist definitiv größer als 200, das heißt, wir tauschen die beiden. Und das sieht dann so aus. Wir tauschen die natürlich dann auch oben in der Liste. Okay, das heißt, wir haben hier schon den ersten Weg getan und jetzt machen wir natürlich das Ganze nochmal. Offensichtlich ist natürlich 81 und 200 nicht mehr größer als 712. Dafür ist 712 jetzt größer als 504 und auf der Seite hier müssen wir nichts machen. Das heißt, wir tauschen hier erstmal 712 mit 504. So, 712, da auf der Seite scheinen wir jetzt zumindest fertig zu sein, weil 712 ist offensichtlich kleiner als 796. Auf der rechten Seite gibt es allerdings noch was zu tun. Die 53 ist richtig, aber die 838 ist nicht richtig. Die müsste eigentlich hierher, die 999 müsste sogar ganz nach oben und die 796 müsste ganz nach unten. Das heißt, wir tauschen die im Endeffekt alle mal durch. Hier eine kleine Anmerkung dazu und ja, so sieht dann quasi erstmal unser fertiger Heap aus, aber hier eine kurze Anmerkung dazu. Wir müssen, wenn wir das Ganze machen und wir haben zum Beispiel 2 Kinder, die beide größer sind als unser Parent-Knoten, also nehmen wir an, wir haben hier 999 stehen und hier 998 stehen, dann müssen wir natürlich beide noch miteinander vergleichen, welches von den beiden Kindern wir nach oben ziehen, okay? Das heißt, wir ziehen natürlich den 999 nach oben, falls wir einen anderen Knoten haben, der auch so groß ist. So, wenn wir jetzt diesen fertig, anfangs sortierten Heap haben, also er ist natürlich noch nicht sortiert, hier die 53 ist eigentlich das kleinste Element, das sehen wir als Menschen sofort, aber wir müssten hier jetzt tatsächlich noch weitergehen und noch eigentlich mehr sortieren. Was man aber stattdessen macht, ist, man benutzt eine andere Strategie und zwar nimmt man sich das
oberste Element, also den Wurzelknoten, und schiebt den ganz nach hinten in die Liste, weil das ist offensichtlich unser größtes Element gerade gewesen. Denn ja, alles, was kleiner ist als das, was größer war als das Parent, wurde nach oben getauscht. Das heißt, irgendwann landet natürlich das größte Element in der Wurzel und das bedeutet, ich kann die Wurzel quasi einfrieren und mein nächstes Element einfach reinziehen. Der binäre Baum muss immer noch als binärer Baum gewahrt bleiben. Das heißt, ein binärer Baum muss immer von links nach rechts aufgefüllt werden. Also wir haben hier wieder 2 Kindknoten, dann haben wir hier wieder 2 Kindknoten für den Parent-Knoten und 2 für den hier. Und erst dann dürfen wir die dritte Ebene anfangen. Und natürlich muss ich deswegen hier diesen Knoten jetzt nach oben ziehen, also die 174 nach oben. So, und ja, offensichtlich ist jetzt die 174 nicht mehr erlaubt da oben, weil wir, wie gesagt, diese Bedingung haben, dass wir hier theoretisch immer die Heap-Bedingung erfüllt haben müssen. Also, dass das größte Element oben steht und dass wir alle Parents, die größer sind als ihre Kinder, alle Parents, die kleiner sind als ihre Kinder, also die 174 ist kleiner als 712 und kleiner als 838, dass wir die nach unten tauschen. Und wie gesagt, wir tauschen immer in die Richtung, wo das größere Kind ist. Das heißt, in dem Fall tauschen wir hier die 174 nach unten. Und natürlich müssen wir das dann nochmal machen, weil die 174 ist immer noch kleiner als ihr Kindknoten, also tauschen wir die beiden dann auch nochmal. Und das mal zusammengefasst sieht dann ungefähr so aus, dass es einfach wieder die Heap-Bedingung hier verändert. So, im Endeffekt kennen wir schon das weitere Vorgehen. Es passiert natürlich genau dasselbe wieder. Wir nehmen uns die Wurzel und stellen sie separat hin. Das heißt, wir ziehen die Wurzel raus und schmeißen natürlich die komplett aus dem Baum raus, nehmen uns das nächste Kind, sodass die binäre Baumstruktur hier noch erfüllt bleibt. Das heißt, das ziehen wir jetzt in die Wurzel rein und dann erfüllen wir quasi die Bedingung, dass wir den Heap wirklich aufgebaut haben, sprich das nächstgrößere Element muss nach oben und da 796 größer ist als 712 und als 200, steht natürlich die 796 dann wieder oben. So, weiter geht's und jetzt ein bisschen im Schnelldurchgang, damit ich euch nicht langweile. Die 796 ist in der Wurzel, das bedeutet, ich friere die 796 ein und tausche wieder meine Elemente, so dass mein Heap wieder richtig ist und natürlich ziehe ich auch wieder die 712 an die richtige Reihenfolge. Dann 712 festsetzen und wieder runterziehen und ja, dann haben wir hier auch wieder das Ganze erfüllt. Achtet darauf, dass wir jetzt das Element nach oben gezogen haben. Wie gesagt, wir fangen immer rechts an, die Elemente hochzuziehen, weil wir links ja theoretisch anfangen beim Aufbauen und Auffüllen. Dann als nächstes ziehen wir das Element nach oben und frieren die 504 ein, dann frieren wir die 409 ein, dann frieren wir natürlich die 200 ein und wir frieren die 174 ein und am Ende haben wir nur noch 2 Elemente, die 81 und die 53. Und fertig ist der sortierte Baum, beziehungsweise eigentlich die sortierte Liste. Und ja, wir mussten sozusagen immer das größte Element erst am Anfang schreiben und dann konnten wir es einfrieren ganz am Ende der Liste. Aber das funktioniert eigentlich ganz solide. Jetzt seid ihr natürlich alle gespannt, wie das ganze Ding in Python aussieht. Das schauen wir uns dann natürlich im nächsten Video an. Wir hören uns, bis dann, ciao.